Guten Morgen, liebe Scooter-Freunde, willkommen zum heutigen Video. Ich bin wieder bei Micha beim Café Racer 69 in Berlin und heute geht die Serie mit Lambretta los. Wir werden euch heute die erste Lambretta vorstellen. Ja, wir hatten ja schon angekündigt im letzten Video, dass wir dieses Jahr noch zusätzlich Lambretta mit ins Produktportfolio nehmen. Klingt so hässlich, also einfach mit bei uns in den Laden reinnehmen. Ja, wir werden Lambretta mit vertreiben, weil wir das Produkt, die Lambretta, sehr gelungen finden jetzt. Wir fangen mal mit der 300er heute an, das ist die erste, aber wir haben Lambretta mit drin und finden, dass Lambretta und Vespa einfach zusammengehört. Jetzt hat man ein bisschen mehr Auswahl. Lambretta kommt auch mit ziemlich vielen Modellen jetzt auf den Markt. Ja. Ne? Also es gibt eine klassische Serie, dann jetzt hier diese etwas modernere, sportliche. Wird also sehr interessant, bleibt also dabei. Heute die erste Vorstellung von der Lambretta X300 SR. Ganz genau. Wir haben hier das Modell, wie es hier steht, 300. Wir haben extra die genommen, weil wir sie optisch gerade am spannendsten finden, weil auch die Vespa 300 hier so eins der Kernprodukte ist. Deswegen ist es ein ganz gutes Vergleichsgeschichtchen. Deswegen hier die 300er. Die Lambretta X300 SR heißt dieses Modell mit diesem Seitenstreifen, was so ein bisschen an die 70er Jahre Bertone Design-Ikone so ein bisschen rangeht. Das gibt sie sogar in so einem ähnlichen Orange. Dieses Modell hat einen Quasar-Motor, beziehungsweise es ist schon eine Kopie des Quasar-Motors, aber es ist im Grunde der komplette Quasar-Motor, wie er auch bei Vespa verbaut ist in der 300er. Gesamte Fahrzeug ist wie die Vespa. Alles Metall, wir können es mit Magneten auch gerne beweisen. Hier, wie auch bei Vespa, innen Kunststoff, außen alles Metall. Ja, das ist dasselbe. Die ist etwas schwerer als die Vespa, 174 Kilo. Muss aber sagen, ich bin sie schon gefahren, gleich mal den Vergleich. Also wer eine GTS fährt und setzt sich dann hier rauf und fährt die, wird von der Wendigkeit, vom Fahren, same, man fühlt sich sofort wohl dort. Aber wir machen ja natürlich so ein paar Tuning-Maßnahmen noch, das ist ganz klar. Wir haben schon geguckt, welche Auspuffanlagen passen. Das sind natürlich momentan alles noch Einzelabnahmen, aber wir kriegen es hin, weil die Teile, die hier verbaut sind, teilweise sehr, sehr schwer sind. Ja? Beispiel der Originalauspuff, komm mal mit rum. Der Originalauspuff, eigentlich ganz hübsch, überall das Branding drauf, Lambretta. Im Vergleich zu einem Arrow zum Beispiel wiegt der dreimal so viel. Also krass. Deutlich krasser als bei Vespa der Unterschied. Deutlich krasser. Also da kann man ja sicherlich schon mal ein bisschen reduzieren durch die Arrow. Wir kriegen das Gewicht massiv runter. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das Ding locker um die unter 160 Kilo kriegen. Aber wir werden natürlich auch, und das wird euch ja auch interessieren, natürlich ein paar Fahrtests machen. Ja. Also wir werden vergleichen, wir werden wirkliche Fahrtests machen im Vergleich, wenn wir damit Marc und ich, wir werden zusammenfahren, dass wir Beschleunigungsbremstests, Bremsvergleiche, Beschleunigungsvergleiche, Fahrverhaltenvergleiche direkt mit der 300er natürlich dann in dem Fall. Und das werden wir im Laufe der Saison alles für euch aufbereiten, ganz klar. Ist im Augenblick leider noch ein bisschen kalt. Wir haben draußen Schnee und Regen und Glatteis. Aber am Ende wird es so sein, dass wir, das sind auch die ersten, die gekommen sind. Aktuell sind die anderen Modelle in der Lieferung, erreichen uns in den nächsten 14 Tagen ganz grob. Und wir werden dann zum Saison, weil momentan macht es keinen Sinn, auch alle Modelle zum Probefahren da haben. Also eine 125er, eine 300er, eine 350er gibt es auch noch. Die kommt jetzt auch gerade. Die werden wir alle zum Probefahren auch da haben. Von daher könnt ihr das dann alles auch selber ausprobieren. Super. Könnt ihr also gespannt sein. Da kommen viele spannende Videos jetzt zum Thema Lambretta und zum Thema Lambretta-Vespa-Vergleich. So im Allgemeinen hat uns natürlich bewogen die Gesamtoptik des Fahrzeugs. Sie erinnert sofort an eine Lambretta, was wir bei dem Modell hier echt spannend. Sie hat eine Alarmanlage von Hause aus mit drin. Was wir bei dem Modell hier aber wirklich spannend finden ist, man erkennt sofort die Lambretta-Linie. Aber durch dieses eckige Design hat man versucht, dieses Fahrzeug in 2025 oder in die 2020er, 24 seit letztem Jahr gibt es sie, zu portieren. Das ist etwas, was der direkte Konkurrent bisher noch nicht auf die Kette gekriegt hat. Ja, das stimmt. Also Vespa bleibt seiner Linie treu. Bleibt seiner Linie treu, was auch seine Fans hat. Also wie gesagt, es geht hier nicht um das Bashing, das ist besser, das ist schlechter, sondern was kann die eine, was die andere kann, darum geht es eigentlich. Genau, um nichts weiter. Also schon ein bisschen mutiger, das Design. Ja, viel mutiger. Also sie ist schon sehr eckig. Und es ist auch das bisher in Serie, wir reden nur vom Serienzustand, sportlichste Modell. Ja, von allen, auch von der Fahrdynamik her das sportlichste Modell. Bin sie auch schon gefahren, wunderbar. Die Details, alle sehr schön. Überall sieht man Lambretta,
Klar, am Fahrzeug sowieso Lambretta, es ist in den Sitz eingestickt, richtig. Ja, es ist richtig eingestickt in den beim Sitz. Branding haben sie sich Mühe gegeben. Richtig Mühe gegeben. Überall sind die Logos drauf. Innocenti, hier vorne das verkehrt rumme Chevrolet-Zeichen. Was ja Innocenti. Ne? Also das Innocenti-Werk kommt ja aus Mailand. Da wurden die Dinger bis 71 gebaut in Mailand. Da kamen sie her. Unter anderem gibt es auch Innocento Mini. Kannst du dich erinnern? Ja, Minis gab es auch aus dem Werk. Es gibt italienische Minis. Richtig. Sehr witzig, ja. Und diese Markenrechte sind einfach wieder da. Natürlich ist das nicht dieselbe Lambretta, also dieselben Firmengeschichten wie bis 71. Aber es ist ein europäisches Konsortium, was sich die Firmen- und Namensrechte geteilt hat. Das Fahrzeug wird in Thailand gefertigt, was auch schon mal nicht schlecht ist. In Asien übrigens voll eingeschlagen, wenn ihr mal ein bisschen guckt. Dort ist das ein wirklicher Verkaufsschlager zurzeit, die Lambretta. Und ja, ist auch witzig. Also qualitativ wirklich gut gemacht, müssen wir hier alle sagen. Wir haben sie schon einmal zerlegt und es war wirklich ordentlich. Also das kostet ja auch fast dasselbe. Also sie liegt so 300 € unter der Vespa, wobei es kommt ein bisschen bei der Vespa aufs Ausstattungsmodell an. So wie sie hier steht, kostet sie 6.750 €, was so knapp 300 € unter der Standard GTS liegt. Ja, aber wir bewegen uns in einer ähnlichen Dimension definitiv. Ja, das ist keine Frage. Also eins der schönsten Dinge finde ich, wenn wir hier bei der Optik mal sind, eine der schönsten Dinge. Also auch dieses 300er Modell. Der Unterschied hier ist viel massiver als bei Vespa, mal generell. Es gibt die V-Modelle, also die Flex-Modelle, es gibt die X-Modelle und dann gibt es diese 350er noch dazu. Und alle sind wirklich deutlich im Unterschied. Ja, so. Was ich bei der hier, das ist die mit Keyless Go, das ist die 300er, die hat auch dieses Alarmanlagengedöns hier. Die anderen haben tatsächlich einen Schlüssel und es gibt auch hier trotzdem noch, das ist ganz witzig gemacht, wenn sie dann geliefert werden. Klack, hier gibt es so einen Notschlüssel, den man hier reinstecken kann und dann kann man das Ding auch benutzen. Jetzt haben wir ja die Fernbedienung da, Klick an, ist wie bei Vespa, Keyless Go, same. Was ich wirklich hübsch finde, ist das Dashboard. Großartig geradezu. Drehzahlmesser hier oben, dann haben wir unten unsere digitale Tachoanzeige, Tankanzeige, Wassertemperatur und was man halt so braucht, Motorkontrollleuchte, ABS und so weiter. Drehzahlmesser ist immer lustig, ne? Drehzahlmesser ist voll lustig, bei einem Einzylinder-Automatik super lustig, aber es macht halt Spaß, ja, es ist halt witzig. Der Mode-Knopf, wir können durchschalten, also Tageskilometerzähler, Chip, Gesamtkilometerzähler. Ja. Das hier wird auch unser Vorführer, das wird auch die sein, die ich privat fahre. Dann haben wir hier Uhrzeit, Tankanzeige, Temperaturanzeige. Und Voltanzeige unten. Genau. Wir können sie ja mal starten. Ja, jetzt sieht man schön den Drehzahlmesser oben. Cool. Klack. Und auch hier wieder ans Design angepasst, ne? Alles schön eckig, also nicht rund, sondern schon an das eckige Design. Ja, hübsch gemacht. Aber entscheidend finde ich ja vorne, was jetzt so den optischen Unterschied zur Vespa ausmacht, sind ja für mich immer so 3 Sachen. Das ist der eckige Scheinwerfer, der Fixed Fender vorne. Fixed Fender, genau. Und Fixed Fender heißt, man sieht, dass innen trotzdem einer mitläuft noch hier, ne? Das ist schon klar, sonst würde man ja, ne? Da läuft so ein Lappen, genau. Aber hier Fixed Fender. So, jetzt gucken wir uns mal das Vorderrad an. Auch da gibt es ja jetzt außer dem Fender noch so ein bisschen andere Konstruktion als bei Vespa. Genau, ne? also du hast so ein Anti-Dive-System hier vorne, dass das Fahrzeug beim starken oder überhaupt beim Bremsen nicht zu sehr eintaucht vorne und das funktioniert sehr gut, also es taucht so gut wie gar nicht ein. Die Federkräfte werden durch diese Versteifung abgefangen, also die Taugkräfte und das ist wie bei der Keyless Go, die hat das jetzt auch, also die RST-Modelle, die letzten Vespa-Modelle haben das auch. Dann klar ABS sowieso. Die Bremse, Zweikolbenbremssystem. Die Bremse ist ein bisschen knackiger. Wir reden nur von Serie. Die Bremse ist ein bisschen knackiger als bei Vespa tatsächlich. Es gibt für die Kisten genauso wie für Vespa, was auch nur an der Dimension einfach liegt. Man kann die hier schon tauschen gegen Öhlins. Öhlins? Kriegen wir auch also diese haben keine ABE, gleich dazu gesagt, aber wir kriegen es über Einzelabnahme eingetragen, kein Problem. Einziger Nachteil dabei ist, wir brauchen nicht eine, sondern wir brauchen 2. Und das ist auch ein positives Merkmal. Also das Fahrverhalten des Serienfahrwerks ist schöner, finde ich. Ja, nicht besser, schöner.
Ja, das ist schöner. Wir reden vom Serienfahrwerk. Klar, wir haben hier eine normale, vernünftige Telegabel. Das ist doch was anderes. Ne? Das ist einfach normal, genau. Diese Monoschwinge ist schon sehr speziell, ganz klar. Und ich sehe gerade da unten so kleine Details. Also wir haben da innen drin, seht ihr diesen Fender, der mitschwingt. Und unten drunter ist das Kunststoff. Das ist hier ein Unterfahrschutz komplett, den man wegschrauben kann. Hier hinter ist der Kühler, der ist ein großer Kühler. Nicht das heißt also keine Rostprobleme oder Steinschlagprobleme wie bei Vespa am Lack. Das haben wir hier nicht. Dann, ne? Eher weniger, ja. Das ist auch ganz praktisch. Ne? Und vorne schöne langgestreckte LED-Blinker. Licht ist sowieso nämlich mal an. Alles das Ding hat auch eine Warnblinkanlage, also ob man es jetzt braucht oder nicht, aber es ist halt ein witziges Feature. Ja, ist halt auch dabei. Und was ich wirklich finde, und zwar, das sieht man erst von der Seite, sie sind irre hell und wahnsinnig gut positioniert, also ausgeleuchtet, weil selbst wenn du neben einem Auto stehst, also wer jetzt sagt, der sieht dich nicht beim Blinken. Man sieht es ganz gut. Wenn ich jetzt hier von der Seite gucke, sind die sogar gut sichtbar. Von vorne sowieso. Ja. Also die haben einen guten Abstrahlwinkel. Ja, extrem hell. Wirklich toll. Ja. Und hinten, auch ganz spannend, wenn wir gerade dabei sind, in diesem sehr großen Rücklicht. Aber es ist echt mal eine mutige Designnummer. In dem Rücklicht sind die Blinker integriert. Und jetzt, wenn man die ausmacht, auch hübsch gelöst, taucht das wieder hier außen auf. Erinnert ein bisschen, also ich habe eine Weile gebraucht, muss ich zugeben. Am Anfang dachte ich, was soll das? Mittlerweile finde ich es schön und mir ist auch aufgefallen, dass eine Menge Ford Mustangs kein Rücklichter haben. Die Form ist ähnlich, ne? mit diesen Streifen hier drin. Absolut Ford Mustang, ja. Und auch hier wieder das Branding mit drin. Aber es ist schon wuchtig, also man sieht es natürlich hinten sehr gut. Ne? Also Sichtbarkeit. Kann keiner sagen, habe ich nicht gesehen. Ja. Also das ist unmöglich. Also es ist definitiv sehr gewöhnungsbedürftig, aber mittlerweile muss ich sagen, hey, es ist einfach mal was anderes. Und das finde ich toll daran. Und das ist nicht nur, weil es anders ist, sondern man braucht einen Moment. Also ich habe einen Moment gebraucht. Mittlerweile sage ich, ey, es sieht irgendwie geil aus, hat was. Aber grundsätzlich das Heckteil, der Heckrahmen ist geschraubt. Was wiederum bedeutet, bei Zulassungen und Abnahmen von Umbauten, geschraubtes Heck heißt, du hast Freiheiten, weil es gehört nicht zum Rahmen. Das heißt, wir können hier ganz viel Veränderungen vornehmen. Da bin ich mal neugierig, was wir... Aber das wird noch dauern. Aber das heißt, ich kann diese Seitenteile hier abmachen. Theoretisch, ja, die Seitenbacken kann man auch abnehmen, natürlich. Ist nicht mehr so einfach wie früher bei den alten Lambretten, sondern jetzt sind die natürlich richtig fest verschraubt und du musst schon einiges an Kunststoffteilen. Das sind Metallbacken hier, das ist ein Kunststoffteil. Das kann man auch mal sehen. Ich mache das mal auf hier. Da müssen ein paar Sachen weg, dass man überall rankommt erstmal. Aber es ist machbar. Ansonsten hier eine der schönsten Lösungen eines Haltegriffs für den Sozius, den man ja braucht für die Zulassung. Verschwindet ja komplett. Eleganter geht's nicht. Also das ist wirklich sehr schön. Der ist ja gar nicht mehr sichtbar. Das ist hier unten drunter und man kann schön reingreifen. Ja. Du hast nicht diesen, diesen großen Bügel, den alle doch immer wieder wegbauen. Und dann ist es auch die Sitzbank finde ich ganz anders. Ganz toll. Du brauchst dadurch auch nicht den Halteriemen, weil hier ist ja der Haltegriff. Der Sitzkomfort von der Sitzbank, ich finde den fantastisch. Ich mag es ein bisschen straffer, aber sie ist ja auch nicht, also du hast trotzdem Fehler. Also hier ist ja Schaumstoff drunter. Und schön breit. Ne? Ja. Sie hat eine schöne Sitzfläche. Ich meine, mal ganz ehrlich, wenn du den Vespa-Sitz dir vorne mal anguckst, weil der innen geht die Schale ja auch so raus. Ja. Da ist nicht viel. Auch nicht viel. Da ist nicht viel. Ja. Ne? Und das finde ich toll, dass die so flach insgesamt daherkommt. Großartig. Der Sitz sieht wirklich fantastisch aus. Passt super von der Optik. Sehr sportlich. Fußrasten sind da unten auch. Genau, hier hast du dann die Fußrasten, klack, relativ simpel gemacht, reicht auch vollkommen aus. Das Abgefahrene hier ist tatsächlich, da kommen wir gleich zu, jeder kennt es, Beifahrer auf der Vespa GTS. Oh Gott. Der sitzt da hinten drauf, hier vorne sitzt der Fahrer. Ich setze mich mal rauf. Also dann zeigen wir euch das mal in der Praxis. Genau, in der Praxis. So. Erste Mal am Bretter. So. Und das Stop and Go, ja, die meisten Beifahrer sitzen so. In der Stadt sollte man dem mal als Tipp für die Vespa-Fahrer, bringt eurem Beifahrer in der Stadt bei, so zu sitzen. Dann nervt er euch auch nicht mehr an der Ampel, weil man kommt immer in die Wade hinten rein. Genau, also zeig's mal. Also bei der Vespa wäre es theoretisch so. Genau. Ich kriege immer hier in die Waden, kriege ich schön die Fußspitzen rein. Und wenn die Lady dann mal spitze Schuhe anhat, macht es richtig Spaß. Genau. Und hier ist es... Style. Und das ist tatsächlich bei der Lambretta komplett anders. Das Heck ist deutlich länger als bei der Vespa, deutlich länger. Und dadurch hat der Beifahrer viel mehr Platz. Das Heck ist schmaler,
Ich wollte gerade sagen, wie ist denn der Beinwinkel? Weil du musst ja bei der Vespa auch O-Beine machen. Genau, du hast es häufig bei kleineren Beifahrer, Sternchen innen, hast du das häufig, dass die so sitzen müssen, jetzt mal übertrieben, man kann das ja sehen, man weiß das, man kennt es, dass die so sitzen müssen. Dadurch, dass es hier schmaler ist, das ist tatsächlich etwas, was die Lambretta besser kann. Stimmt. Also ich sag nicht, die ist besser, sondern das ist ein Soziustauglichkeit. Deutlich besser. Ist definitives Plus. Also ich habe es ja gemerkt eben, ja, so die Freiheit hier vorne, dass man da nicht mehr... Das wiederum hat aber auch zur Folge, dass hier vorne weniger Platz ist. Bei der Vespa passt hier eine Kiste Bier fast rein. Ja. Oder ein schmaler, dieser Wasserkästen, die sind ja etwas schmaler. Stimmt. Der passt hier rein bei der Vespa. Ist ein bisschen quetschig und so, man muss ein Handtuch, damit man nicht verkratzt. Das geht hier gar nicht. Ja? Das ist hier nicht möglich. Aber ansonsten ist das Fahren wirklich, also ich bin sie ja schon gefahren und alleine neige ich ja auch immer dazu, eher so in dieser leicht angewinkelten Position zu fahren. Und wunderbar. Ist viel Platz, ne? Ist viel Platz, ausreichend Platz. Das ist also tatsächlich schön gelöst. So, dann unter der Sitzbank, machen wir auf. Die Sitzbank öffnet sich über den Schieberegler hier. Klick, klack, da ist sie. Tank, auch wieder gebrandet, hübsch gemacht. Tankdeckel, aufklappen, klack. Zing. Wie viel passt da rein? Metalltank, 7 Liter, ein bisschen weniger als bei der Vespa. Aber reicht auch für 200 Kilometer. Ich finde, ja, das reicht. Hier verschraubt, ich habe die Schrauben hier schon mal rausgenommen und Schnumps hier ganz gut zu erkennen. Der Quasar-Motor, wirklich gut zu erkennen. Und hier vorne Batterie, kommt man hier gut ist die ran. Batterie, kommt man dann auch sehr gut ran, wenn man das draußen hat. Hier Bordwerkzeug gibt es hier noch dazu, so ein bisschen. Das Schönste am Bordwerkzeug, das ist mein Lieblingswerkzeug, ist dieser hübsche... Was ist das denn? Das ist ja cool. Hübsche Schraubenzieher, Dreher, Entschuldigung. Ja, der ist ja super. Ja, also wie hier, das ist klar, aber das finde ich wirklich süß. Und was ich am besten finde, ist einfach süß. Es gibt ein Bordwerkzeug, weil bei Vespa gibt es ja keins mehr. Genau. Hier hast du dann noch eine kleine Zange, also die nötigsten Dinge hat man dabei. Das ist ganz witzig. Bosch gesteuert das Ganze. Aber auch da werden wir noch eine Lösung finden, um da etwas ein bisschen in die Steuerzeiten, Einspritzmengen und so weiter reinzugehen. Und Helmfach ist jetzt ein kleines? So, Helmfach ist im Grunde ähnlich vom Volumen wie bei Vespa, aber du kriegst hier keinen XL-Helm rein. Also einen offenen. Ich rede jetzt nur von Jethelm. Geschlossen ist ja auch bei Vespa nicht möglich. Also nur ein L. Ja, dann endet es tatsächlich. Das sind noch so ein paar Sachen, die man hier vielleicht noch mal auf Dauer verbessern könnte. So, Klick raus, hat man schon. Metalltank haben wir. Metalltank heißt im Winter volltanken und gerne auch mal, ne, dass man den nicht stehen lässt. Also nicht aus Kunststoff, deshalb vielleicht auch das mit dem Gewicht, ne? Ja, genau, das kommt zustande. Wir haben Metalltank, der Auspuff, der Endtopf sehr schwer, der Vario-Deckel, wir hatten ihn schon runter, wirklich, wirklich, wirklich schwer. Okay. Ja. Alles solide gebaut. Wir haben schon geguckt, auch da passt ein anderer Deckel dran. Da kommen noch spannende Sachen, glaube ich, die ein bisschen Spaß machen werden. Gibt es vorne noch was im Beinschild? Ja, hier gibt es natürlich auch noch. Hier war ja der Ausgleichsbehälter. Nachfüllen, Wasser nachfüllen. Hier ist das, naja, Handschuhfach würde ich es nicht nennen. Es ist auch keins. Ja? Also das Fahrzeug hat kein Handschuhfach. Dieses Modell. Das ist der Deckel vom Kühlwasserbehälter. Gibt es da einen USB-Anschluss? Dann gibt es auch hier den USB-Anschluss, USB-C. Und USB-C schon. USB-C ist jetzt der Standard. Könnte man sich also, wenn man hier ein Kabel langlegt, das kriegt man hin. Was ranmachen. Ne, normal kommen auch die Spiegel hier ran, weil du gerade dahin gezeigt hattest, die Spiegel was hier. Was ist mit den Spiegeln hier? Das sieht aus wie ein Kosmetikspiegel. Ja, wir haben hier Moto Gadget Lenkerhintenspiegel dran, die sind vielleicht ein bisschen zu klein von der, aber man sieht fantastisch da drin. Nur ein bisschen zu klein. Ja, aber nicht viel, aber man sieht fantastisch. So, was natürlich viele Vespa-Fahrer interessiert oder überhaupt Retrofahrer, gibt es da auch Zubehör? Weil wenn man jetzt mit dem Ding verreisen möchte oder mal längere Strecken, muss ich ja irgendwo mein Zeug hinpacken. Ja, also es gibt schon Gepäckträger. Ne? Für hinten? Gepäckträger hinten, das gibt es schon für die Kisten. Hier sind die Aufnahmen auch mit, gleich Befestigung. Es gibt Gepäckträger, es gibt Scheiben. Früher war mehr Lambretta. Das ist wirklich was Tolles. Also zum einen, es gibt einen tollen Prospekt. Ja, zeig mir nochmal. Es gibt einen wirklich schönen Prospekt. Also nicht nur alles online, sondern man hat so ein bisschen Touch and Feel. Ja, einfach mal. Hier sind dann mal die 3 Modellreihen, die V, die X und die G-Serie. Also die 350er ist das. Ja, also das ist schon mal sehr, sehr hübsch gemacht alles. Alles mit technischen Daten und so weiter natürlich versehen. Gar keine Frage. Sehr hübsch gemacht auch. Bei der Keyless ist die Fernbedienung
Hier auch gebrandet, die Fernbedienung hinten gebrandet, alles immer gebrandet. Und was auch, mich spricht sowas an, das kommt alles in so einer hübschen Kiste. Also hier drin ist die Bedienungsanleitung, das ist alles so ein bisschen hübsch gemacht. Das sind übrigens die Notschlüssel, die Fernbedienung versagt. Also wenn mal das Keyless nicht geht, kann man mit denen... Genau, dann hast du den Notschlüssel, was wir am Anfang gezeigt haben, den kleinen schwarzen vom Schloss. Ne? Aber das mit dem Karton ist ja schon mal schön gemacht. Ist wunderschön gemacht, ja. Da gibt sich hier, also sie haben sich Gedanken gemacht, da kann man sagen, was man will. Das hier ist ein Lifestyle-Produkt. Ja, eben. Das ist ein Lifestyle-Produkt. Aber Marc, was sagst du? Also in der Detailverliebtheit des Brandings, wir machen ein Kistchen. Ja, das finde ich super. In der Detailverliebtheit befinden wir uns doch wieder in einer Zeit, wo man noch zu seinem Neufahrzeug einen Blumenstrauß bei der Übergabe bekommen hat, oder? Oder wo das Fahrzeug so abgedeckt war mit einer Haube und dann wurde die langsam runtergezogen. Genau, ja. Das machen da die haben sie sich wirklich Mühe gegeben, muss man wirklich sagen. Und also ich finde es toll. Das ist eigentlich einer der Gründe, nicht die ganzen kleinen, sondern alles zusammen ergibt für mich oder für uns hier ein schlüssiges Bild, sodass wir gesagt haben, das probieren wir jetzt. Bisher haben die ihre Hausaufgaben ordentlich gemacht. Das ist auch weggegangen. Es war ja im KSR-Vertrieb vorher. Jetzt ist es zu Moteo gegangen. Moteo ist eine belgische Firma. Ordentlich, die haben viel Erfahrung damit. Es gibt diese 300er erst seit letztem Jahr und man sieht, es war sofort ein Gewinn. Und der neue Vertrieb war ein Gewinn, sofort. Ja, und es lässt jetzt mal erwarten, dass da vielleicht jetzt auch ein bisschen in der Zukunft noch interessante Sachen kommen. Da kommt noch in der zweiten Jahreshälfte diesen Jahres kommt noch eine 125er J-Serie. Die stand schon auf der EICMA. Die geht noch mehr in das klassische Design. Aber die das wird dann wieder von der Optik, was für mich interessant ist. Genau. Ich bin ja so ein Fan von Retro-Optik. Aber alleine zu sehen, wie viele Modellvarianten jetzt Lambretta beim Neustart, sage ich mal, auf den Markt bringt, sind ja auch karosserietechnisch ganz andere Fahrzeuge. Ja, nicht nur wie bei Vespa, wir haben halt die Primavera-Serie, die kleinen und die GTS, also 2 Serien theoretisch. Na, die Sprint und die Primavera unterscheiden sich nur durch den Lenker. Da ist nur der Lenker vorne, aber ansonsten 2 unterschiedliche Modelle. Hier haben wir jetzt schon 3, glaube ich. Ne? Ja, und die V-Serie, X-Serie und G-Serie. G-Serie und dann die J ist dann die 4. J käme dann die 4. Also 4 verschiedene Varianten von einer Fahrzeugart. Also man hat da eine breitere Range, mehr Auswahl. Finde ich super. Also für alle, die Retro-Roller und klassische Roller mögen, nur gut. In den kleinen Varianten würde ich noch ergänzen tatsächlich, dass die gerade im Bereich der 50 Kubik-Fahrzeuge, also das klassische Studentenfahrzeug, sage ich mal, dass die Lambretta hier im Preis, also bei den großen sind sie ähnlich, bei den kleinen deutlich unter Vespa. Na, die Vespa kostet ja jetzt 4,2, die 50er, ich rede nur von der 50er, das ist schon ein Preis. Stolzer Kurs. Ne, und hier liegen wir 800 € darunter, fast 1000 € drunter. Das ist schon eine Ansage. Macht es interessanter, ja, ne? Genau, also da ist der Preis günstiger. Da ist es, bei den großen ist es aber nicht so. Sollte für jeden was dabei sein und wir stellen euch natürlich in den nächsten Videos, die wir machen, alle Modelle dann auch mal vor, im Detail wie heute. Wenn ihr Fragen habt und wir haben irgendwas vergessen, das ist ja auch für uns jetzt noch ein neues Fahrzeug, sollte da irgendwas sein, was wir jetzt übersehen oder übergangen haben. Bitte gerne in die Kommentare. Ja, packt in die Kommentare und dann wird Micha das beim nächsten Mal nochmal ergänzen. Korrigieren, was auch immer, genau. Und ansonsten, ja, wir werden sie demnächst mal komplett zerlegen und dann sehen wir sowieso, was geht und was nicht. Auch interessant. Wir gucken mal hinter die Backen, was da so alles drin ist. Machen da sicherlich auch nochmal ein Video drüber, dann könnt ihr das auch mal sehen, wie das unten drunter aussieht. Ja, also wenn ihr dann das Fahrzeug mal Probe fahren wollt, dann hier in Berlin beim Café Racer ist immer ein Vorführer da. Könnt ihr euch dann live anschauen, könnt mal eine Probefahrt machen. Und wenn Fragen sind, einfach unten in die Kommentare rein, werde ich dann mit Micha zusammen für euch beantworten. Ja, und dann seid gespannt aufs nächste Video, würde ich sagen. Ja, wir wissen noch nicht genau, welches Modell jetzt als nächstes kommt, geliefert wird. Es hängt von der Lieferung ab, ja genau. Wir haben es auch tatsächlich Surprise und schauen mal, was kommt. Wir haben alle Modelle bestellt, alle Modelle werden hier sein demnächst und mal schauen, was als nächstes kommt und das stellen wir vor. Ach, diese Spannung ist wirklich Aber wir werden es euch natürlich dann, wenn es da ist, umgehend vorstellen. Ja. Ich bin auch schon sehr gespannt, auch auf dieses G-Modell, sodass ihr dann nachher einen guten Überblick habt und dann kommen sicherlich auch ein paar Technikvideos. Also dasselbe wie bei Vespa, kommt jetzt zusätzlich noch von Lambretta. Genau. Ein sonniges 2015 steht uns bevor. Wünsche ich euch auf alle Fälle. Probefahrten dann später, wenn draußen nicht mehr so glatt und kalt ist. Ja. Also macht's gut, würde ich sagen. Fahrt vorsichtig, solltet ihr bei dem kalten Wetter noch fahren. Micha sehen wir beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Macht's gut, tschüss. Und ciao.